Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht weiter mit den kleinen Umbauten an Ace, und zwar werde ich ihn diesmal ein bisschen auf Touring ausrichten. Ich habe ja vor kurzem die schöne Reise in die Alpen gemacht mit der Vespa und habe ein paar Sachen festgestellt, die ich ganz gerne optimieren möchte, und da mache ich mich jetzt so die nächsten Wochen und Monate ran, solange es draußen noch so kalt ist und man noch nicht losfahren kann. Das erste, was mir aufgefallen war bei der letzten Fahrt, war die Gepäcklösung. Ich hatte hinten ja eine große Tasche drauf mit 52 Litern. Das war auch sehr gut. Da passte eine Menge rein. Dann eine kleine Tasche, wo Werkzeug und Öl und Benzin und sowas drin war. Und in der Mitte die Tunneltasche von Sea & Sand. War als Gesamtgepäcklösung auch wirklich gut. Hat eine Menge reingepasst. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar immer, wenn ich an einer Raststätte war und mal was essen wollte oder mal aufs WC musste oder was auch immer, dann musste ich das ganze Gepäck abmachen und mit reinnehmen. Weil wenn man alleine reist, ist keiner da, der darauf aufpassen kann, und mir ist schon relativ viel entwendet worden in meinem Leben. Und von daher möchte ich das Risiko natürlich nicht eingehen, dass ich wiederkomme und mir fehlt eine Tasche oder aus der Tasche ist was rausgenommen. Also eine Tasche, die ist halt hinten festgeschnallt. Gut, man könnte sie vielleicht mit einem Schloss festmachen, man kommt trotzdem noch an die Reißverschlüsse ran. Ist also keine sichere Lösung. Man könnte natürlich hinten das Topcase von Vespa rauf machen, was allerdings relativ klein ist. Da passen nur 36 Liter rein. Für eine etwas größere Tour also nicht unbedingt geeignet. Ich habe mir jetzt eine neue Lösung ausgeguckt, und zwar habe ich mir hinten von Givi ein Topcase rauf gemacht, und zwar den Givi Tracker. Das ist der hier hinten. Ich zeige euch den gleich nochmal im Detail, auch mit den Funktionen. Das ist jetzt die Version mit 46 Liter Volumen. Habe ich jetzt erstmal so als Basis genommen. Es gibt noch eine mit 58 Litern, die natürlich dann ein bisschen breiter ist und ein bisschen ausladender ist. Es soll ja trotzdem noch so ein bisschen von der Größe zur Vespa passen. Und dieses Topcase ist jetzt nicht ganz so breit wie die Backen hinten, schließt also ganz gut ab. Ich zeige euch mal, wie das Ganze von den Funktionen her ist. Vorteil bei einem Topcase natürlich immer abschließbar. Hier noch mit einem Schutz für das Schloss, damit da keine Feuchtigkeit reinkommt. Ansonsten ganz leicht zu handeln, Schlüssel rein, umdrehen. Hier ist so ein Klappmechanismus, den mache ich nach oben, hebel den raus und dann komme ich an das Topcase. Das ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Alles Aluminium, kein Kunststoff. Das Topcase ist auch sehr stabil, also hier kann ich rücken. Man sieht, die ganze Vespa wackelt. Das ist sehr gut befestigt an dem Klappgepäckträger hier unten. Da gibt es so eine Universalhalterung von Givi. Das Topcase hat 46 Liter Volumen, ist bis 10 Kilo belastbar. Reinpassen tut eine ganze Menge. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich nehme mal als Beispiel jetzt meinen Helm, und ihr seht jetzt hier mit dem Integralhelm drin ist da wirklich noch eine Menge Platz. Also es würden sogar 2 Helme reinpassen, ein Integral und ein offener Helm, je nachdem wie man die positioniert. Hier, wenn man den jetzt so ein bisschen zur Seite legt, kriegt man hier noch einen Jethelm rein. Also wirklich recht groß vom Volumen her. Der Helm passt also wirklich ganz locker rein. Auch für Leute, die jetzt sagen, gut, ich möchte mir einen Topcase anbauen, damit ich den Helm nicht immer mitschleppen muss, weil einen Integralhelm bekommt ihr nicht unter die Sitzbank. Dafür müsst ihr wirklich einen Topcase ranbauen. Da kann man halt das von Vespa nehmen oder halt wie in diesem Beispiel eins von Givi. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Varianten aus Kunststoff. Das ist jetzt wirklich bei mir so ein bisschen so eine optische Sache gewesen. Ich finde das ganz schick. Ich finde, das passt auch einigermaßen dazu. Ist mal ganz was anderes, hat so ein bisschen diesen Adventure-Charakter. Aber für mich das Wichtige war an sich, ich kann es zumachen, abschließen, das ist wirklich stabil, und ich kann es am Fahrzeug lassen. Das heißt, das, was hier drin ist, das kann so schnell jetzt keiner entwenden, also gerade jetzt an der Tankstelle nicht. Und wenn ich dann halt mal irgendwo bin und bin im Hotel, dann kann ich das Ganze natürlich auch sehr schnell abnehmen. Ein großer Vorteil von einem Topcase ist natürlich auch, ich muss hier nichts verzurren. Also bei meiner Tasche, da habe ich halt wirklich 3 Spanngurte drum gehabt, um das Ganze fest hinten am Gepäckträger zu befestigen. Hier wird das Ganze raufgeklickt. Ich zeige euch mal schnell, wie das Topcase abgemacht wird. Dazu den Schlüssel einfach rumdrehen, hier unten diesen Knopf reindrücken, raushebeln, und ich kann das Topcase einfach abnehmen und habe dann nur noch die Adapterplatte drauf. Beim Raufsetzen ganz einfach hinten in die Nuten rein, die dafür vorgesehen sind, reinschieben, nach unten drücken. Das Ganze ist dann wunderbar gesichert. Der große Vorteil bei dem Topcase ist also, es ist extrem stabil, es ist wasserdicht. Bei einer Tasche muss man immer vielleicht mit Innentaschen arbeiten. Hier kommt wirklich nichts rein. Aluminium, sicherer Verschluss, leicht aufzusetzen und auch natürlich leicht wieder abzumontieren. Also eine ganz tolle Sache. Optisch ist es natürlich immer Geschmackssache. Das ist jetzt die alte Diskussion. Passt zu einer Vespa ein Topcase oder nicht. Aber hier geht es jetzt für mich auch nicht um die Optik. Hier geht es für mich um das Praktische bei meiner nächsten Tour, die ich mache, oder bei den nächsten Touren, die geplant sind. Und da möchte ich eine Lösung haben,
die sicher ist und die praktisch ist, wo ich also nicht immer mein ganzes Gepäck abmachen muss, wenn ich mal an einer Raststätte bin. Ob jetzt diese Version hier mit den 46 Litern reicht, das weiß ich noch nicht. Ich hatte ja vorher eine 52 Liter Tasche drauf. Es gibt ja dieses Topcase auch noch in 58 Litern. Ist dann natürlich etwas breiter, nicht ganz so hoch. Es geht dann mehr in die Breite. Ich werde es mal testen. Ich werde einfach mal hier Probe packen. Es gibt da auch Innentaschen dafür und werde mal gucken, ob ich da die Sachen reinkriege, die in Verbindung mit meiner Tunneltasche dann für eine Tour reichen. Wenn nicht, man kann ja jedes Topcase, was jetzt diesen Anschluss hier von GV unten hat, dann einfach auswechseln. Das heißt, wenn ich das jetzt hier gegen ein 58 Liter Topcase tauschen möchte, einfach unten drücken, abziehen, das andere rauf und fertig. Hier oben am Topcase habe ich auch noch Befestigungsmöglichkeiten, um hier was raufzuschnallen. Innen drin kann man noch ein Gepäcknetz reinmachen. Also auch da kann man noch ein bisschen individualisieren. Also wenn man irgendwie eine Rolle hat, kann man die hier oben noch rauf machen. Aber es sollte auch nicht zu viel Gewicht bei der Vespa hinten sein. Ich versuche da mal ein bisschen mehr auch in den Mitteltunnel reinzumachen. So, das war jetzt die erste kleine Umbaumaßnahme für meine nächste Tour. Also hinten kommt ein Topcase rauf. Ob es jetzt bei dem bleibt, das muss ich noch testen. Vielleicht kommt auch ein etwas größeres rauf mit 58 Litern. Und dann hat man wirklich schon den Großteil des Gepäcks da drin verstaut. Meine Tunneltasche werde ich natürlich sowieso wieder nehmen. Mit allen anderen Sachen bin ich zufrieden. Die Scheibe hat sich bewährt. Gerade jetzt durch die Kürzung bin ich da sehr zufrieden. Die hat ein bisschen den Wind weggenommen, hat natürlich die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen reduziert, weil ein bisschen mehr Windwiderstand ist. Aber es ist doch angenehmer, als wenn man bei der Vespa dann immer im Wind hängt. Und die werde ich wahrscheinlich bei der nächsten Tour auch wieder dran haben. Vorne der Gepäckträger kommt wieder ran, falls ich vorne noch eine kleine Tasche ran montieren möchte. 2 Sachen werde ich in der nächsten Zeit noch an der Vespa umbauen. Die werden für die nächste Tour noch umgerüstet. Das werde ich euch in der nächsten Zeit auf jeden Fall vorstellen. Eine davon, glaube ich, sehr interessant, die viele Tourenfahrer haben, bei einer Vespa bis dato noch nicht gesehen, aber das werde ich wahrscheinlich machen, sodass sie dann wirklich für die nächsten längeren Fahrten perfekt gerüstet ist. Die letzte hat sie gut gemacht, aber wenn man es noch ein bisschen optimieren kann, warum nicht? Und wenn ihr Tipps habt aus eigener Erfahrung oder Ideen, bitte gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin da für alles offen. Denn je besser die Vespa für eine lange Tour gerüstet ist, umso mehr Freude hat man natürlich damit. Also Topcase, erster Schritt, 2 kommen noch. Vielleicht fallen mir noch ein paar Kleinigkeiten ein, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist noch relativ kalt. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Grad. Und von daher muss ich wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate warten, bis dann die erste Tour starten kann. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall wird auch das wahrscheinlich wieder ein tolles Erlebnis werden. Mit der BMW sind natürlich auch Touren geplant, denn die möchte ich natürlich auch mal testen, wie die sich jetzt im Verhältnis zur Vespa auf längeren Strecken verhält. Wird wahrscheinlich ein bisschen bequemer und souveräner vom Fahrverhalten sein, so viel kann man schon vorher sagen. Aber auch Ace muss noch mal ran, der wird dieses Jahr auch noch 2 Touren machen. Ganz interessante Sachen und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren wäre super. Ich gehe jetzt wieder rein. Mir wird jetzt doch ein bisschen kalt. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.